Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Live Universe Video. Heutiges Hauptthema ist der Stream Shop, mein Stream Store, mit dem ihr quasi die Bonus-F-Coins, die ich von Gala bekomme, wiederum euch unter den Nagel reißen könnt. Und ein paar Änderungen, ein paar Updates und ein paar Fragen wollte ich dazu beantworten und vielleicht noch ein bisschen andere Sachen über Boden generell. Aber ja, zum Stream Store. Also, ich denke, overall ist er ganz gut angekommen und wir haben aber ein Problem. Das Problem ist, dass aus irgendeinem Grund bei manchen Leuten die Punkte täglich resetten und ich habe keine Ahnung wieso und ich habe schon zweimal dem Stream Elements Support geschrieben und die letzte endgültige Antwort von ihnen ist, dass das ein individuelles Problem ist. Kein systemweites Problem angeblich, wobei es Schwachsinn ist, weil ich habe schon unter Stream Elements Videos geguckt und da gibt es auch Leute, die das gleiche Problem beschreiben. Also ist es eigentlich, also ich verstehe schon, was sie meinen. Es hat halt, also es sind wahrscheinlich zu wenige Leute und sie können halt einfach nicht genau sagen, woran das liegt und ob sie es überhaupt jemals fixen können, weil sie halt gar nicht wissen, was das Problem ist sozusagen und weil es halt natürlich nicht bei allen Leuten, sondern nur bei sehr wenigen Leuten im Verhältnis auftaucht. Und auch bei mir im Stream, es sind vielleicht 10 Leute, bei denen es nicht funktioniert und 500 gefühlt, bei denen es funktioniert. Also, muss man übertrieben auszudrücken. Das heißt, es ist halt sehr ärgerlich, dass es halt bei manchen Einzelpersonen nicht geht. Und ich habe leider noch keine Lösung gefunden. Also, ich habe es noch von keinem irgendwie gehört, der irgendwie es hinbekommen hat, dass es nicht mehr resettet. Ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht, wie man das hinbekommen sollte, weil eigentlich müsste das so sein. Im Endeffekt, die Punkte werden ja durch die Twitch API wahrscheinlich irgendwie ausgelesen, beziehungsweise dass du zugeschaut hast, wird ja irgendwie so ausgelesen, I guess. Und ich wüsste nicht, wie du das irgendwie verhinderst oder blockierst. Also was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass die Leute halt irgendwie monströse Adblocker und was weiß ich was, Proxys, VPNs und sonst was in ihrem Browser eingebaut haben, dass das einfach irgendwie jedes Mal, wenn du den Browser neu startest, quasi eine komplett, also wie als hättest du noch nie den Browser geöffnet irgendwie und dass dann Stream Elements das irgendwie erkennt und sich denkt, ah, okay, der Typ hat noch nie zugeguckt und deswegen automatisch resettet oder irgendwie so. Also irgendwie sowas Verwirrendes könnte ich mir bestimmt vorstellen. Das heißt, sollte bei euch das gleiche Problem auftreten oder aufgetreten sein, wäre vielleicht mein Tipp oder was man auf jeden Fall mal versuchen könnte, wäre erstens eventuell ein anderes Twitch-Konto. Vielleicht sind einfach manche Twitch-Konten verbuggt. Das wäre das eine. Und das andere wäre einfach ein anderer Browser, und zwar möglichst ein Browser, in dem ihr nichts installiert habt, im Sinne von halt, wie gesagt, Proxys, VPNs, tonnenweise Adblocker oder sonstige Erweiterungen, Mods oder was auch immer. Also einfach einen cleanen Microsoft Edge oder so zum Beispiel. Loggt euch da einen eventuell neuen Twitch-Account ein und vielleicht funktioniert es dann. Also das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was es vielleicht fixen würde. Aber ansonsten kann ich auf jeden Fall nur sagen, sorry dafür. Das wusste ich nicht, das ist echt blöd. Aber ich habe auch nochmal geguckt nach anderen Alternativen. Und ich meine, vom Prinzip her gibt es Alternativen. Aber das System von Stream Elements gefällt mir schon sehr gut, muss ich sagen. Weil im Endeffekt genauso habe ich es mir vorgestellt. Und das ist echt für mich einfach der wenigste Aufwand, euch diese, im Endeffekt sind es ja mehr oder weniger Giveaways, zukommen zu lassen. Und ich habe auch das System nochmal geändert. Vielleicht für die ersten paar Leute, die schon was eingelöst haben. Die kennen das tatsächlich auch noch nicht. Und zwar ist es jetzt so, man löst es quasi ein, also man guckt irgendwann, also man guckt ewig lang in den Stream und es gibt auch nur Punkte für Stream gucken, für nichts anderes, also nur Stream gucken. Mehr muss man nicht tun oder mehr kann man auch nicht tun für diese Punkte. Dann macht man einfach im Stream Ausrufezeichen Store oder unterm Stream ist es auch verlinkt und dort könnt ihr dann eben eure Punkte ausgeben. Und wenn ihr jetzt F-Coin zum Beispiel, und darum geht es ja überwiegend, euch einlöst, dann ist es einfach so, dass ihr da quasi euren Character-Name angebt, einfach nur um sicher zu gehen, dass es auch wirklich ihr seid. Dann den Discord-Name, falls irgendwas nicht klappen sollte oder so, falls der Charakter zum Beispiel nicht existiert, falls ihr euch verschrieben habt oder sonst irgendwas, dass man halt nochmal für Rückfragen einfach auf Discord kurz schreiben kann. Und jetzt ist es so, dass ihr auch immer angeben müsst, welche Items ihr wollt. Weil ich werde es einfach so machen, wenn ich zum Beispiel gerade einfach am Farmen bin, ich habe MPs aktiviert oder ich bin gerade mitten in irgendwie einer Boss-Rotation oder so, dann bin ich halt manchmal legit über eine Stunde noch halt beschäftigt mit irgendwas und wenn dann halt jemand zum Beispiel schlafen gehen würde oder so und er will halt aber noch seine Sachen bekommen oder so, dann schicke ich es dann einfach per Post zu. Weil das Schöne an Live Universe ist, man kann alle Items per Post verschicken. Auch Premium-Items in der Regel. Also ich glaube gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendeine Ausnahme gibt, was man nicht per Post verschicken kann. Also außer natürlich sehengebundene Items oder so. Aber ist ja egal, auf jeden Fall kann ich alles per Post verschicken. Und genau, das mache ich dann einfach. Und das ist dann eigentlich auch für alle Seiten, denke ich, einfach chilliger. Und ich kann halt einfach, wenn ich Zeit habe, schnell zur Post gehen, das schnell verschicken.
Und dann ist es halt erledigt und das ist für mich halt einfach, wie gesagt, wesentlich angenehmer, als da irgendwie mal Giveaways, dann auf Antworten zu warten und sonst was. Das wäre alles deutlich umständlicher, komplizierter und wesentlich zeitaufwendiger. Und ja, dann noch 2 Sachen. Ich habe noch neue Items in den Store hinzugefügt. Das sind jetzt sehengebundene Items, das hatte ich ja angekündigt, zusätzlich zu den F-Coin noch andere Sachen einzubauen, weil die F-Coins halt, ja, hier und da vielleicht mal leer sein werden. Also aktuell sind sie noch nicht leer, aber das Ganze läuft ja auch erst seit etwas über 2 Wochen. Und für den Fall, dass sie mal leer sind, ist es so, also ich habe jetzt gesagt, wenn sie das erste Mal leer sind, also quasi alle F-Coins sind weg und der nächste, sag ich mal, Gehaltscheck sozusagen kommt erst in ein paar Tagen oder whatever, und auch wegen den Punkten, die es kostet und so, habe ich jetzt gesagt, also wenn sie das erste Mal leer sind, werde ich einfach alle Preise um 25% erhöhen, basically, was ja dann wiederum das Ganze etwas verzögern sollte, also dass dann die nächste Ladung F-Coin quasi ein kleines bisschen länger halten sollte, weil es halt länger dauert, bis die Leute die Punkte erreicht haben und so weiter und so fort. Und dann halt aber trotzdem zusätzlich, wenn die Punkte wirklich leer sind, zu dem Zeitpunkt, dass man dann trotzdem noch irgendwas im Shop hat. Und das geht halt aber leider nur für Bodenk-Spieler, weil ich ja logischerweise selber auch nur auf Bodenk spiele. Das heißt, wenn ich da meine eigenen Items irgendwie noch reinpacken will, dann, naja, muss das ja zwangsläufig von Bodenk sein, weil ich nur auf Bodenk spiele. Und da habe ich jetzt zum Beispiel 50 sehengebundene Stat-Scrolls und 50 sehengebundene Weapon-Bonus-Scrolls reingeballert. Sehengebunden, Betonung liegt natürlich auf sehengebunden, steht auch alles in dem Text drunter. Dass ihr dafür mir halt logischerweise euer Item im ersten Mal geben müsst. Also normalerweise tradet ihr es mir einfach. Ich baller die Scrolls drauf. 1, 2, 3, 10 Stück, whatever, wie viele auch ihr wollt. Und dann gebe ich es euch einfach zurück. Und that's basically it. Also so sieht das Ganze aus und das kann man, wie gesagt, einfach on the fly jederzeit ändern, jederzeit anpassen, hinzufügen, wie auch immer. Und wie gesagt, mir gefällt es eigentlich wirklich sehr gut. Vom Ding her, ich denke, es kommt auch gut an. Haben auch schon einige Leute sich Belohnungen eingelöst. Viele Leute, die vor allem auch wirklich aktiv den Stream gucken, was ja auch das Bedenken von ein paar Leuten war. Und ja, ansonsten kann ich halt nur sagen, man muss jetzt einfach gucken, wie es sich weiterentwickelt. Das Problem hat mit diesem Punkte-Resetten, das stört mich persönlich halt schon ziemlich sehr, weil ich finde es einfach so lächerlich, weil ich habe davon legit noch nie gehört und es gibt sehr viele Streamer, die Stream-Elements benutzen für so ein Punktesystem. Also ich meine literally Millionen von Streamern wahrscheinlich, also halt no joke. Und deswegen finde ich es jetzt echt lächerlich, dass ausgerechnet jetzt so ein Problem auftritt. Aber wie gesagt, ich bin auf jeden Fall nicht der Einzige, bei dem es auftritt. Und deswegen fand ich auch die Antwort von Stream Elements da etwas komisch, weil das hat auch überhaupt nicht so geklungen, als hätten die jemals von diesem Problem gehört. Und das hat mich vor allem gewundert, weil dieser andere Typ, also es war ja nur ein Kommentar natürlich, aber wie gesagt, wenn ich ein random Video gucke und direkt darunter finde ich direkt einen Kommentar, hey yo, da werden einfach random Punkte resettet, dann scheint das ja offensichtlich nichts Seltenes zu sein oder jetzt nichts extrem Seltenes. Und dass sie dann quasi nicht mal irgendwie bestätigen, ja, davon haben wir schon gehört, wir sind momentan dran oder wir wissen zwar noch nicht, woran es liegt, aber du bist nicht der Erste oder so. Gar nichts in der Richtung. Also die haben mir nicht erkennen lassen oder mich nicht erkennen lassen in irgendeiner Weise, ob das Problem schon mal irgendjemand gemeldet hat. Und das würde mich halt schon sehr wundern, weil wie gesagt, der hat sich ja da auch mehr oder weniger beschwert in diesem Video oder hat gesagt, dass es halt extrem nervig ist für alle Beteiligten, dass es halt so auftritt, das Problem. Und ich denke mir halt nur so, ja, wie kann das dann sein, dass da keiner von euch mal dem Support geschrieben hat? Was zum Teufel? Aber naja, mal gucken. Ich habe jetzt auch noch ein paar andere Stream Elements Videos tatsächlich geschrieben, bei den Experten, also bei ein paar Tutorials tatsächlich, um zu fragen, ob da noch jemand Ahnung hat. Also ich warte auch da noch mal auf ein paar Antworten. Vielleicht ergibt sich ja noch was, vielleicht hat irgendjemand die Lösung gefunden, wie man es zeitweise umgehen kann, bis Stream Elements selber das vielleicht gefixt hat, das Problem. Aber wie gesagt, es trifft leider halt nur auf ein paar wenige Leute zu. Für die ist es natürlich blöd, wie gesagt, und ja, kann ich aber leider auch nichts tun. Und ich sag mal so, wenn man jetzt auf ein anderes System switchen würde, wäre auch da nicht garantiert, dass es dann wirklich bei jedem funktioniert, weil, wie gesagt, wer hätte jetzt gedacht, dass es bei Stream Elements nicht bei jedem funktioniert und das kann ja theoretisch bei jedem System so sein, dass da irgendwas nicht hundertprozentig funktioniert. Das sind halt Drittanbieter von Twitch und ja, wie gesagt. Drittanbieter auf Twitch, nicht von Twitch. Also, ja, das wollte ich damit sagen. Und ja, aber auf jeden Fall, das, wie gesagt, ist jetzt einfach so dieses neue Ding, was wir jetzt im Stream haben. Und ich denke, insgesamt ist es einfach eine coole Sache. Und wie gesagt, dadurch könnt ihr auch, wie gesagt, von mir profitieren, wenn ich halt irgendwo mal fett absahne oder so. Dann kann ich euch halt auch darüber was zurückgeben. Heißt aber natürlich nicht, dass es keine regulären Giveaways mehr geben wird. Wird es halt zu gegebener Zeit schon wieder geben. Also spätestens an Weihnachten natürlich wie immer. Klassisches Weihnachts-Giveaway zum Beispiel und so. Also ja, da bin ich auch weiterhin auf jeden Fall offen für alles.
Ja, und an meiner Investmentsituation hat sich jetzt leider auch nicht viel getan. Ich meine, gut, ist ja auch nicht wirklich viel Zeit vergangen natürlich. Ähm, aber muss auch sagen, ich habe auch wieder so ein bisschen eine Drop-Flaute. Ich farm jetzt auch Red Meteor zweimal auf Mittel, zweimal auf Mittel, zweimal auf Easy, weil mir einfach die Power-Ups auf meinem Blade ausgegangen sind. Und Power-Ups ausgegangen im Sinne von nicht mehr alle Power-Ups, also Upcut-Stones habe ich noch genug für Wochen, für Monate wahrscheinlich. Ich meine, Upcut-Stones sind noch ziemlich unselten, not gonna lie. Also wenn man sie nur alle 2 Tage für einen Boss benutzt oder so. Aber ich habe momentan einfach so ein bisschen das Problem, dass ich immer wieder so, also ich finde es irgendwie so auch so surreal. Also ich habe nichts dagegen, also ich meine, ich spiele schon extrem lange Flyf und im Flyf-PC war das auch immer so. Je länger du farmst, oder je mehr du farmst, desto öfter lernst du halt auch diese Extremwerte kennen. Das ist genau wie beim Upgraden. Wenn du extrem viel upgradest, wirst du auch immer mal wieder auf irgendwelche extremen Situationen stoßen. Extremes Glück oder extremes Pech. Ja, weil je mehr du machst, desto wahrscheinlicher ist es ja auch, dass mal irgendwas Abnormales passiert sozusagen. Ist ja logisch. Und ich habe nichts gegen eine kleine Drop-Flaute. Ich meine, es macht den nächsten Drop umso schmackhafter, wenn er dann kommt. Aber was mich bei Red Meteor wirklich fasziniert ist, wie oft ich so eine Drop-Flaute habe. Also ich hatte jetzt einmal über 40 Red Meteors gebraucht, um eine Waffe zu droppen. Was schon wirklich sehr viel ist. Also ich meine, die waren auch alle auf Medium zu dem Zeitpunkt noch. Vielleicht 1- oder 2-mal auf Easy zwischendurch, weil ich jemandem bei der Quest geholfen habe oder so. Aber 95% davon waren mindestens auf Medium. Klar kann man jetzt sagen, okay, wenn es auf Hard gewesen wäre, wäre vielleicht was dabei gewesen. Aber ganz ehrlich, diese 10%, die machen auch kaum einen Unterschied. Also es hat damit, würde ich behaupten, relativ wenig zu tun. Und ja, und das hatte ich jetzt letztens erst, also literally also so Februar bis März war diese Drop-Flaute. Und jetzt bin ich schon wieder bei 16 Red Meteors, wo ich nur ein Setter gedroppt habe und keinen einzigen Power Dice 10 oder 12. Also, und Power Dice 10 oder 12 war eigentlich mal so, was man so scherzhaft gesagt hat, so dieser klassische Drop, der sehr oft kommt, wo halt diese Box aufploppt, weil Red Meteor droppt ja eigentlich fast nur Items, oder fast alle Drops von Red Meteor sind ja Drops, wo die Box kommt, wenn man mit mehreren Charakteren Damage gemacht hat, wegen der Loot-Verteilung. Und der klassische PD10-Bait ist ja quasi, die Box kommt und es ist nur PD10 so. Also wenn man die Box sieht, hat man ja meistens eher ein gutes Gefühl, außer wenn man jetzt normale Dungeons farmt, da ist ja jeder Drecksdrop gefühlt so eine Box. Aber bei den Bossmonstern wie Clockworks, Meteonica und Red Meteonica, da bedeutet die Box in der Regel wirklich, okay, du hast was echt Außergewöhnliches gedroppt, außer eben PD10 und 12, das ist wie gesagt dieser klassische Bait. Und ich krieg nicht mal mehr den Bait. Ja, ich krieg nicht mal mehr den Bait. Ich brauche 16 Red Meteors, um ein freaking Set-Teil zu droppen, das by the way komplett wertlos ist. Und ich krieg nicht mal mehr PD10s gedroppt. Also das ist halt wirklich so absurd, dass ich jetzt halt schon wieder mehr oder weniger in so einer fetten Waffen-Drop-Flaute, also ich zähle mittlerweile bei Red Meteor auch nur noch Waffen als Drops, weil alles andere ist basically wertlos. Und bei den Waffen, ich krieg sie einfach nicht. Ich krieg sie ums Verrecken einfach nicht. Ich droppe keine Waffen und ich weiß einfach nicht wieso. Andere Leute machen 10-mal Red Meteor und droppen 4 oder 5 Waffen. Das hatte ich halt legit einmal und ich farm den jetzt seit einem halben Jahr alle 2 Tage konsistent 4-mal ab. Und das ist insane. Also es ist wirklich geistesgestört. Leider führe ich darüber keine Statistik. Habe ich am Anfang nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, naja, Red Meteor droppt zu selten, da macht so eine Statistik irgendwie keinen Sinn. Aber jetzt wäre es mal wirklich interessant gewesen, was diese Statistik aussagen würde. Man könnte sie noch nachträglich einführen, weil ich nehme ja alle Runs auf. Also man hat ja immer den Video-Nachweis noch zu der Statistik theoretisch. Aber die Arbeit will ich mir ehrlich gesagt nicht machen. Aber interessant wäre es trotzdem. Vielleicht will es ja jemand von euch die Arbeit machen. Ich vermute nicht, aber ja, ist auf jeden Fall crazy. Und eben weil es jetzt schon wieder seit Anfang April ziemlich bescheiden läuft, kommt halt auch wenig Geld in die Kasse. Und, also ich kann auch gar nichts investieren, weil ich einfach keine Kohle bekomme. Und ansonsten, ja, ist ja momentan so ein bisschen die Luft raus, habt ihr ja bestimmt schon mitbekommen, aber darüber werde ich ja vielleicht auch nochmal ein eigenes Video machen mit ein paar Spekulationen und verschiedenen Szenarien, in denen wir uns bald befinden werden. Für jetzt sage ich auf jeden Fall, danke euch für den Support auf jeden Fall. Wie gesagt, ich hoffe, der Stream Store kommt bei allen Leuten gut an. Und ja, ich weiß, es gibt immer ein paar Sachen, die man bemängeln kann und so, aber es ist ein perfektes System für die Leute, die jetzt da immer so sehr viel am Kritisieren sind, wird es sowieso nicht geben. Also du kannst niemals dafür sorgen, Flyf ist das perfekte Beispiel, dass alles immer so verläuft, wie man selber es will. Also akzeptiert es einfach und von dem, was bisher so gekommen ist durch den Stream Store, war ich ja, sehr überzeugt, weil bisher eigentlich wirklich fast nur Leute was bekommen haben, die wirklich auch oft im Stream waren. Und von dem her
genau das, was ich wollte. Eine Belohnung für überwiegend aktive Leute der Community, die eben auch immer schon im Stream waren oder immer schon im Stream sind und die sich da einfach noch ein bisschen was Cooles neben dem Stream eben dazu verdienen können. Vollkommen gratis. Und ja, ich bin davon schon sehr überzeugt, muss ich sagen. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Schaut im Stream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Und lasst ein Like, Kommentar, ein Abo da. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.